In dieser Visit USA TV Folge nehmen wir dich mit und besuchen das Monterey Bay Aquarium, eines der größten Schauaquarien der Welt. Bleib also jetzt dran und lass dich überraschen, was du hier alles entdecken kannst. Ein interessanter Punkt hier im Aquarium ist die Open Sea Ausstellung. Hier geht es um all das, was im offenen Meer, was du dort sehen kannst und was sich dort befindet. Karten kannst du aktuell nur online kaufen. Wenn du also einen Besuch hier planst, stelle sicher, dass du vorher deine Karten online bestellst. Der normale Eintrittspreis pro Person liegt bei 49,95 $. Kinder und Senioren bekommen das Ganze etwas vergünstigt. Mit deinem Eintritt unterstützt du das Monterey Bay Aquarium. Das Highlight hier im Aquarium sind die Hammerhaie. In verschiedenen Becken kannst du insgesamt verschiedene Haiearten sehen. Das Aquarium liegt natürlich direkt am Pazifischen Ozean. Vor der Küste von Zentral- und Nordkalifornien gibt es zahlreiche Seetangwälder. Hier im Aquarium ist ein solcher Seetangwald nachgebaut worden. Und das Schöne ist, dass das Aquarium also natürliches Ozeanwasser entnehmen kann und hier in die Becken fließen lassen kann. Natürlich dürfen auch Pinguine in einem solchen Aquarium nicht fehlen, deshalb sind sie hier. Das Monterey Bay Aquarium widmet sich auch dem Thema Umweltschutz. Deswegen findest du im Aquarium auch eine Ausstellung mit Kunstgegenständen und anderen Gegenständen, die aus Plastikmüll gefertigt wurden, die in den Meeren gefunden bzw. der in den Meeren entsorgt wurde, und natürlich jede Menge Aufklärung darüber, wie Plastik, Müll und anderer Müll die Meere verunreinigt. Von den Terrassen des Aquariums aus kannst du raus aufs Meer schauen. Dort kannst du Vögel beobachten. Du kannst aber auch Pflanzen sehen, Seetiere wie Otter oder Seelöwen, Vögel und alles Mögliche, was hier draußen für dich zu sehen ist. Auch für die Allerkleinsten, nämlich für die Kinder, wird sehr viel hier im Aquarium geboten. Es gibt eigene Ausstellungen mit kindgerechten Informationen und natürlich dürfen auch die Kinder viele Dinge anfassen, begreifen. Es gibt ein kleines Quiz und auch sonst viele Dinge, die spielerisch den Kindern beigebracht werden.
Extra für Kinder gibt es viele kleine bunte Schauaquarien, sodass es interessant gestaltet wird. Das Besondere hier ist, dass man hier den, ich möchte nicht sagen Tidenhub nachstellt, sondern die Bewegung des Meeres in den einzelnen Becken durch spezielle Technik nachstellt. Denn für einige Pflanzen und auch für einige Bewohner in dem zum Beispiel Kelp Forest ist es wichtig, dass sich das Wasser wirklich bewegt, so wie es sich auch im Ozean auf natürliche Art und Weise bewegt. Hier gibt es eine weitere Area, in der du Fledermausrochen und andere Fische streicheln kannst, wenn dein Arm lang genug ist und du sie in die Finger kriegst. Wenn du dich traust, die Rochen zu streicheln, hast du hinterher eine nasse Hand. Und ich verrate dir jetzt schon, wie es sich anfühlt. Nämlich, manch einer würde sagen, es fühlt sich schleimig an. Tatsächlich fühlt es sich aber eher samtig, weich, ein bisschen seidig an. Auf jeden Fall anders, als du es wahrscheinlich erwartest. Denn wenn man Fische anfasst, erwartet man nicht, dass die sich ziemlich weich und fluffig anfühlen. Das Aquarium bietet dir zusätzlich die Möglichkeit einer Art kleinen Streichelzoos, auch wenn es natürlich kein Zoo ist. Aber du kannst hier die verschiedenen Pflanzen und Muscheln und alles Mögliche auch einmal in einem speziellen Bereich anfassen und erleben, wie es sich fühlt, das Ganze mal zu ertasten und nicht nur zu sehen oder mit der Nase zu riechen. Das wahrscheinlich besondere Highlight hier im Monterey Bay Aquarium sind die Sea Otter, die hier im Aquarium gehalten werden. In den USA gibt es nur wenige Orte, an denen die Haltung von Sea Ottern erlaubt ist. Das ist unter anderem hier im Atlanta Aquarium und noch in ein paar anderen kleinen Aquariums, insbesondere an der Westküste der USA. Dem Monterey Bay Aquarium ist es zu verdanken, dass es heute überhaupt noch Seeotter gibt, denn die haben vor etlichen Jahren, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, ein Rettungsprogramm ins Leben gerufen, um den Seeotter zu erhalten und zu schützen und um verwaiste Seeotterjunge großzuziehen, sollten die ihre Mutter verlieren oder Mutter und Kind getrennt werden. Das Besondere ist, dass die Seeotter, die hier in Obhut kommen, versucht werden, ohne menschlichen Kontakt großzuziehen, so dass man sie später wieder auswildern kann und sie wieder zurückkehren können in die Natur. Und der Seeotter ist wichtig für die Küste und für den Küstenschutz, denn der Seeotter jagt nicht aktiv, sondern frisst in der Hauptsache Anemonen, Seeigel und anderes Tier, was den Kelp Forest, also die Seetangwälder angreift und zerstört. Also der Otter ist ein ganz besonderer Faktor für das Ökosystem, denn wenn die Kelp Forests verschwinden, dann hat die Küste ein ganz anderes Problem. Wenn du es übrigens nicht geschafft hast, draußen in freier Natur Seeotter zu sehen, dann musst du hier vorbeikommen, denn das ist deine einzige Gelegenheit, deine einzige Chance, Seeotter live in Farbe und in Bunt zu sehen. Aus meiner Sicht lohnt sich wirklich ein Besuch hier in diesem Aquarium. Du solltest dir allerdings ungefähr einen halben Tag Zeit einplanen.
Es gibt viel zu entdecken, viel zu lernen über Flora, Fauna im Meer, ums Meer herum, über dem Meer und unter dem Meer. Das war das Monterey Bay Aquarium. Ich hoffe, wir konnten dich überzeugen, das Aquarium auch mal zu besuchen und viel Geld hier zu lassen, denn damit unterstützt du den Naturschutz und nicht nur das Aquarium, und das ist etwas ganz Besonderes, den Naturschutz und die Otter zu unterstützen. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du noch den ein oder anderen Tipp für deinen Urlaub in den USA bekommen kannst, und wir sehen uns im nächsten Video.